Günstige Tablets gibt's wie Sand am Meer, aber günstige und gute Tablets, die musst du suchen, beziehungsweise es empfiehlt sie dir jemand, und ob das ein Vertreter ist von günstig und gut und auch brauchbar zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis, das erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich habe hier eine Studiofliege und die nervt richtig. Kennt ihr das, wenn hier eine Fliege immer um dich rumsummt und dich richtig nervt? Ich muss das Problem jetzt erstmal klären. An alle Tierschützer, ich habe sie nur rausgejagt, die Fliege, sie ist noch nicht im 7. Himmel. Aber wir gucken uns jetzt das Link Plus X1 mal genauer an, direkt was in der Verpackung drin ist. Und so von der Verpackung her macht es erstmal einen guten Eindruck, erinnert mich so ein bisschen an das Microsoft Surface Go, und wir wollen mal gucken, ob das vielleicht gleichwertig ist. Allerdings musst du beim Microsoft Surface Go dann alles dazu kaufen. Hier ist der Pen schon mit inklusive, hier ist die Tastatur schon inklusive und das Touchscreen bzw. Tablet ist natürlich auch mit drin. Und wir gucken uns jetzt mal den Lieferumfang dieses wunderbaren Geräts an. 770 Gramm Fingerabdruckscanner, hört sich erstmal ganz gut an, aber öffnen wir mal das Paket. 254 x 175 x 9,3 mm, und wenn du die überaus ansprechend gestaltete Verpackung öffnest, dann erwarten dich zuerst das pure Tablet, natürlich in Folie verpackt, und dann auch die magnetische Tastatur sowie das Zubehör wie der in schwarz gehaltene Stift, auch Pen genannt. Dazu gibt's dann ein USB-Netzteil mit 30 Watt und den passenden Kabeln dazu. Die Anleitung ist auf Englisch, eine Batterie ist noch dabei für den Pen bzw. Stift, und es gibt natürlich auch noch eine Wechselstiftspitze mit dem dazugehörigen Werkzeug. Alles in allem wirklich sehr umfangreich, wenn man bedenkt, dass man bei anderen Herstellern alles extra dazu kaufen muss. Auch die Firma Link Plus ist kein neuer Stern am Markt. Die bauen schon seit über 10 Jahren Laptops und Tablets zu einem, ich sag mal, vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Disclaimer, dieses Tablet wurde mir zugesandt. Trotzdem ist meine Meinung natürlich frei und ich sage auch, was ich denke, ob gut oder schlecht. Aber nehmen wir uns jetzt mal das Tablet genauer unter die Lupe, und das erste, was mir wirklich richtig auffällt und richtig gut gemacht ist, ist diese Verknüpfung der magnetischen Tastatur. Die geht nämlich direkt hier rein, hält dann optimal fest. Das Tablet ist in verschiedenen Stufen verstellbar. Du kannst es hier bis in die letzte Stufe stellen oder halt dann bis in die erste Stufe, wenn du es bedienen möchtest, beziehungsweise auf einem kürzeren Tisch stehen sollte. Das geht natürlich auch, und du kannst immer noch alles direkt bedienen. Im oberen Bereich finden wir 2 Tippschalter. Der eine ist dafür da, um das Tablet an- und auszuschalten, beziehungsweise aus dem Standby zu holen. Und dann natürlich noch einen Lautstärkeregler, der dazu da ist, klar, um die Lautstärke zu regeln. Auch die Anschlussmöglichkeiten von diesem Gerät sind eigentlich überdurchschnittlich. Wenn du jetzt mal schaust, du hast hier oben USB-A, darunter liegt USB-C. Gleichzeitig hast du noch die Möglichkeit, deinen Speicher zu erweitern. Ist auch heutzutage nicht mehr normal, über MicroSD als MicroSD-Card, und dann hast du noch einen Ladeport drin für USB-C, damit du dein Tablet optimal aufladen kannst. Wobei ich sagen muss, das Laden funktioniert über dieses 30 Watt Netzteil auch relativ entspannt, und du bist ungefähr mit einer Stunde 10 von der Aufladezeit dabei. Dann wird dir natürlich noch das USB-C-Kabel mitgeliefert, also das Teil haust du eine gute Stunde ans Netz und schon sind die 100% wieder da. Und das hat mir ganz gut gefallen, dass wirklich hier auch mit den Anschlüssen und allem Möglichen nicht gespart wurde, dass du hier noch Möglichkeiten hast, dich zu erweitern. Es wurde ganz gut mitgedacht, und das muss ich wirklich mal loben. Außen hui, aber innen vielleicht pfui. Ich glaube es nicht. Jetzt kommen wir mal zu den technischen Daten. Dieses Tablet beinhaltet ein 10 Zoll Touch-Display in HD-Auflösung mit 1200 x 1920. Als Betriebssystem gibt es hier Windows 10, und als Motor quasi ist ein Intel Celeron N4100 Quad-Core eingebaut mit bis zu 2,4 GHz. Weiterhin kommt das Gerät mit einer Speicherkapazität von 128 GB auf einer SSD, wobei nach Abzug der Software ca. 95 GB nutzbar sind. Ist aber nicht so schlimm, denn du hast natürlich noch den erweiterbaren Speicher über einen MicroSD-Slot.
Einen schönen Akku haben sie hier auch verbaut. Dieser besitzt 4000 mAh und der soll dich bis zu 6 Stunden Laufzeit begleiten können und im Standby sind es dann sogar 8 Stunden. Wi-Fi, Bluetooth und 2 eingebaute Mikrofone sind ebenfalls noch an Bord. In puncto Sicherheit kann man sich aussuchen, ob man sich mit dem PIN schützt oder den hier verbauten Fingerabdrucksensor nutzt. Wichtig natürlich im täglichen Gebrauch wie Zoom-Call oder mal fotografieren, mal filmen. Da sind natürlich auch noch die Kameras. Hier sind 2 verbaut. Eine 5 Megapixel im vorderen Bereich und eine 8 Megapixel Kamera im hinteren Bereich. Die Qualität der verbauten Kameras ist, ich sag mal so, ausreichend. Man sollte keine Wunder erwarten. Du kannst hier mit der Frontkamera ganz entspannt mal einen Zoom-Call tätigen. Mit der hinteren 8 Megapixel Kamera kann man auch mal einen Film aufnehmen. Hier sind verschiedene Qualitätsstufen im Angebot. Es geht natürlich auch dann mit den Qualitätsstufen im Fotomodus weiter. Du kannst noch einen professionellen Mode mit einstellen, gleichzeitig noch Panoramafotos machen und ein paar Spielerchen wie Text, Dokument, Fotos und andere Dinge sind ebenfalls mit eingebaut. Man gibt sich hier Mühe, aber die Qualität ist natürlich nicht auf dem höchsten Niveau, aber ausreichend, um wirklich mal einen Textscan zu machen, beziehungsweise einen Zoom-Call, ein Foto oder ein Filmchen. Die höchste Qualität ist dann hier bei der hinten verbauten Kamera die HD-Qualität mit 30 FPS. 2 Mikrofone sind ebenfalls verbaut und das Thema Lautsprecher, das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Fire TV 2 HD. Diesen gibt es zum Start in Deutschland zum Einführungspreis ab 189,99 Euro. Wer da genauer hinhört, der hat natürlich hier ein mäßiges Lautsprechererlebnis. Was ich aber dazu sagen muss, ist, dass wenn du hier Kopfhörer anschließt oder per Bluetooth die Kopfhörer betreibst, dass dann natürlich hier ein richtig vernünftiger Klang rauskommt. Das einzige Manko an dieser ganzen Geschichte ist natürlich der Klang dieser Lautsprecher. Sie sind ausreichend, um Texte und Videos zu verstehen, aber auf lange Zeit ist es natürlich dann nicht so optimal, diesen Klang ertragen zu müssen. Aber Kopfhörer und Bluetooth-Kopfhörer optimal, schöner Klang, das muss man dazu sagen. Als ich dieses X1-Tablet installiert habe, ist mir aufgefallen, dass die Installierung dieses Geräts eigentlich total witzig ist und auch für Leute, die es wirklich nicht verstehen, mit einem PC umzugehen, absolut, ich sag mal auf Deutsch, idiotensicher ist. Denn du wirst mit einer Sprachassistenz komplett durch den ganzen Installationsvorgang geleitet und das hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil ich habe es eigentlich so noch nicht erlebt. Ich bin Cortana und ich bin hier, um dich zu unterstützen. Eine Anmeldung hier, etwas WLAN da und schon ist dein PC betriebsklar. Von der Bedienung her ist dieses Tablet wirklich richtig schön nutzbar. Du kannst dir dann sozusagen hier das Tablet direkt nehmen, hochkant bzw. quer alles erleben. Scroll- und Touch-Funktion ist natürlich mit dabei. Und wenn du dann wirklich mal direkt schreiben möchtest, dann geht das über die Tastatur. Die ist relativ schnell verbunden, macht auch Spaß und du hast dann hier ein kompaktes, vernünftiges 10 Zoll Tablet, was du wirklich überall hin mitnehmen kannst. Das Ding ist nicht groß, das ist mit den 770 Gramm zusammen mit der Tastatur relativ leicht und was ich auch noch dazu sagen muss, ist, dass hier diese Tastatur gar nicht mal so schlecht ist. Sie lässt sich wirklich angenehm tippen, du kannst alle Tasten erreichen. Der Fingerabdrucksensor ist zum Entsperren sofort verfügbar. Das einzige Manko ist natürlich hier das Trackpad. Das Trackpad arbeitet, macht seinen Dienst, aber es ist jetzt nicht das Goldene vom Ei, aber wenn du jetzt viel mit Trackpad oder Maus arbeiten möchtest, hast du natürlich noch den USB-A-Anschluss hier an der Seite und damit kannst du dann extern noch eine Maus mit betreiben, wo du dann dieses Trackpad halt entlasten kannst, aber für den mobilen Einsatz mal schnell im Zug aufgeklappt, kurz mal eine E-Mail schreiben, abschicken und, gar kein Problem. Wenn es dann mal ein bisschen anspruchsvoller wird, nachher beim Zeichnen oder bei verschiedenen Grafiken, würde ich persönlich eine Maus benutzen. Aber wenn du mit dem Trackpad nicht so richtig klarkommst und auch keine externe Maus benutzen möchtest, gibt es natürlich noch im Lieferumfang diesen enthaltenen Pen. Und der ist gar nicht mal so schlecht. Der ist erstens hier aus Aluminium, hier vorne wird es dann langsam Plastik, was aber auch nicht schlimm ist. Und er ist noch mit 2 Tasten hier direkt im Lieferumfang inklusive, wo du dann noch verschiedene Einstellungen tätigen kannst. Und es macht sich wirklich richtig gut, diesen Pen hier auf dem Touch-Display zu verwenden. Und ich hätte
hätte vorher nicht gedacht, dass das wirklich so gut geht, weil man muss überlegen, in diesem Preissegment ist das nicht normal, wenn dann hier noch ein hochwertiger, vernünftiger Pen zum Betreiben dieses Tablets mitgeliefert wird. Und du hast natürlich hier dann keine automatische Ladefunktion. Du hast die Möglichkeit, diesen Pen mit einer Batterie zu betreiben. Die hält natürlich ewig, weil er schaltet sich dann auch automatisch ab und du kannst ihn natürlich mit der ersten Taste hier vorne direkt aktivieren und dann deine Zeichenvorgänge oder Mitschreiben und andere Dinge hier über dieses Pad weiter fortführen. Gerade zum Mitschreiben oder für einfache Zeichenvorgänge kann ich diesen Pen empfehlen. Wie gesagt, es ist auch nochmal eine extra Spitze im Zubehör mitgeliefert, dass du dann bei Bedarf auch nochmal die Spitze wechseln kannst. Das ist wirklich nicht alltäglich für diese Art von Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem wunderbaren Tablet und ich kann ihn nur empfehlen. Mich hat er echt nicht im Stich gelassen. Natürlich ist es auch nicht das Oberoptimum, aber da muss man dann auch schon mal in andere Preisregionen schauen. Und zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieser Pen mit inklusive. Er ist hochwertig. Du kannst wirklich was mit ihm anfangen. Wenn du dein Tablet offen hast, kannst du natürlich den Pen optimal hier ablegen. Hier ist ebenfalls noch eine Magnetvorrichtung, wo er dann auch hält und dir nicht verloren geht. Geht natürlich nicht beim Zusammenklappen. Dann funktioniert es nicht, weil es klappt nicht zusammen mit diesem Pen. An der Seite ist er ebenfalls noch anbringbar, ist aber jetzt auch nicht die optimale Lösung. Hier sind die Magnetflächen deutlich zu wenig verbaut worden. Man sieht, der hält zwar, aber einmal mit dem Finger berührt, dann ist er weg. Also für den Pen musst du dir dann sozusagen eine Transportmöglichkeit überlegen. Ich habe ihn meistens hier oben dann drin. Hier ist es dann eigentlich relativ sicher. Er kann nicht verloren gehen, weil er steckt relativ safe in dieser Hülle mit drin. Nochmal wichtig zu sagen, wie gesagt, der Pen ist mit einer Batterie betrieben. Er lädt sich am Gerät nicht automatisch auf. Du musst dann öfter mal die Batterien wechseln. So ein Mini-PC bzw. Tablet fällt und steht natürlich mit dem Touch-Display. Der muss funktionieren, dann funktioniert meistens auch der Rest und der verbaute HD-Touch-Display lässt sich natürlich gut im Alltag nutzen. Teilweise spiegelt er ein bisschen stark, von der Bildhelligkeit ist er aber auch durchaus bei starken Lichtverhältnissen einsetzbar. Die Wiedergabe von Filmen oder Social Media, die lässt sich hierüber gut steuern und auch die Bildqualität ist durchaus brauchbar. Auch beim Betrachten und Bearbeiten von Fotos möchte ich sagen, dass dieses Gerät durchaus nutzbar ist und für weitere Multimedia-Anwendungen wie zum Beispiel Videoschnitt oder Foto-RAW-Bearbeitung von hochauflösenden Bilddateien kann man natürlich dieses X1 nicht empfehlen. Hier muss man schon wirklich in andere Preiskategorien wechseln, was aber auch total verständlich ist, denn wenn man ein gutes Tablet haben möchte, was sozusagen Funktionen erfüllt wie Social Media, wie Bildbearbeitung, wie Mitschreiben, wie Termine, wie E-Mails bearbeiten und so weiter und so fort, kann man sich schon mal auf dieses Gerät verlassen. Jetzt wollen wir natürlich auch mal über Geld reden und dieses wunderbare Tablet bzw. der Mini-PC mit Pen und Tastatur ist erstens nagelneu erschienen, in meiner Videobeschreibung verlinkt, falls ihr noch mal einige Sachen nachlesen möchtet. Da gibt es dann auch einen Kauflink und 330 € setzt man hier an, inklusive Stift, Tastatur und dem genannten Gerät und das finde ich wirklich ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, denn wenn man jetzt mal guckt, das Microsoft Surface Go liegt im Anschaffungspreis bei ca. 400 €. Preis variiert öfter mal. Jetzt musst du aber nochmal die Tastatur extra dazu kaufen, bezahlst nochmal 100 € mehr. Der Pen, der kostet dich auch nochmal 100 € mehr, bist du bei ca. 550, wenn es schlecht läuft, bei 600 € gegenüber 330 €, wo du hier schon alles mit drin hast und natürlich auch die technischen Daten. Also der Prozessor ist jetzt auch nicht so viel größer als bei diesem Gerät. Arbeitsspeicher ist teilweise sogar noch kleiner. Natürlich kann man dieses Gerät jetzt nicht mit einem professionellen Microsoft Surface Go vergleichen. Möchte ich auch nicht. Aber wer Ansprüche hat an ein Tablet als Begleiter, klein, kompakt, zuverlässig und vernünftig, der kann hier schon mal ein Auge drauf werfen und jetzt kommen wir mal zu meinem Fazit. Und für 330 € bekommst du hier ein sehr gut nutzbares Tablet mit Tastatur, magnetisch und gleichzeitig auch noch mit dem Pen dazu. Und das ist schon mal eine Leistung vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kannst du mal im Internet checken, wie viel solcher Angebote für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis dort im Netz aktiv sind. Da findest du definitiv nicht viel. Was man nicht machen sollte, ist dieses Tablet bzw. diesen Mini-PC mit einem Microsoft Go zu vergleichen.
vergleichen. Das ist nochmal eine Stufe höher von der Bedienung her. Da sind auch die Kameras ein bisschen besser und die Anwendung funktioniert an sich etwas optimaler. Es ist aber nicht so, dass du sagen kannst, das funktioniert hier nicht. Es funktioniert teilweise ein bisschen langsamer, aber es geht. Durch die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten hast du natürlich noch viele Variationen, die du hier hinzufügen kannst. Gleichzeitig natürlich für alle Fotoliebhaber und alle anderen Geschichten, Speichererweiterungen. Mensch, bis 512 GB kannst du hier sozusagen noch mal ran. Das ist doch eine super Leistung. Also dann hast du sozusagen hier die SSD, die relativ schnell arbeitet. Dann gibst du sozusagen noch mal hier eine MicroSD-Karte ein mit 512 GB, die du dir im Zubehör dazu kaufen kannst. Und schon hast du hier echt gute Speicherkapazität. Für wen ist das nutzbar? Ich würde sagen, zum Mitschreiben. In der Uni, in der Schule. Optimal mit dem Pen und dem HD-Touch-Display kannst du nichts falsch machen. Das Ding ist klein und easy, immer zum Mitnehmen, zusammenklappen, einpacken. Robust, das ist ganz wichtig, denn diese Robustheit über das Metallgehäuse lässt natürlich auch mal zu, dass es mal in die Tasche fallen kann. Und ich bin der Meinung, wenn es geschlossen mit Hülle auch mal runterfällt, passiert auch nicht so viel, außer dass du vielleicht hinten mal einen Kratzer dran hast oder vielleicht irgendwo abgeschabt. Apropos, hinten gibt es natürlich noch zum Hinlegen diese Gumminoppen, aber die haben natürlich auch keinen Designerpreis gewonnen. Die sind jetzt nicht das hübscheste, aber sind natürlich dafür da, dass wenn dieses Tablet auf dem Tisch liegt und mal hin und her geschoben wird, dass du hier nicht gleich direkt in dem schönen Metallgehäuse Kratzer drin hast. Also, für wen kann ich es empfehlen, das Tablet mit Tastatur und Pen dazu? Ganz einfach für Schüler, für Studenten, teilweise wenn ihr Kiddies zu Hause habt, die auch mal mit dem iPad spielen möchten und ihr euer eigenes iPad nicht immer rausgeben möchtet, dann gibt es halt mal zu Weihnachten den günstigen Vertreter, der ebenfalls alles macht. Und natürlich auch für Termine, für E-Mails und für andere Dinge. Filme gucken, ja, aber dann nur über Kopfhörer. Dann funktioniert es auch mit der Farbwiedergabe, habe ich hier gar keine Probleme. Es gibt natürlich immer noch bessere und es gibt natürlich auch immer noch teurere Anbieter. Aber wer einen guten Vertreter braucht, der günstig ist, der sozusagen robust ist und einiges aushält und auch von der Laufzeit her relativ lange hält, denn bis zu 6 Stunden kannst du hier mit einer Akkuladung arbeiten, bis zu 8 Stunden im Standby-Betrieb mit Film schauen bzw. YouTube hoch und runter scrollen ohne große aufwendige Dinge. Das geht natürlich auch und wer einfach günstig unterwegs sein möchte mit einem kleinen, zuverlässigen Tablet, was normal ist, nicht super gut, auch nicht schlecht, der ist hier richtig aufgehoben und damit tschüss, bye bye und winke winke. Sehr gern bis zum nächsten Video. Falls ihr noch Fragen habt, einfach hier direkt in meine Kommentare reinschreiben und wenn ich sie beantworten kann, mache ich das natürlich gern.